Seit ich diesen Tipp beachte, ist das Lampenfieber Vorfreude geworden. Wir zeigen euch, wie ihr mit kleinen Tricks jeden Auftritt in euren Alltag meistert. Hi, ich bin Lisa und meiner Meinung nach ist gute Vorbereitung alles. Ich bin Laura, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Fatou, 29 Jahre alt. Mein größter Auftritt in letzter Zeit war der Tamaris-Shoot. Das erste Mal ins Studio reinzukommen war Einfach Wahnsinn. umwerfend. Man kommt an dieses Set an und man denkt sich erstmal, okay, wow. Es war so eine unglaublich große Produktion, eine Riesenhalle, so viele Menschen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Sowas habe ich noch nie erlebt und es war sehr beeindruckend, ein bisschen überwältigend. Irgendwie habe ich mich wie ein Star gefühlt. Für die Vorbereitung ist super genügend Schlaf, eine gute Beauty-Routine, gesundes Essen. Also ich habe versucht, einfach nicht zu große Angst zu haben und habe es tatsächlich sehr oft immer geteilt, weil ich dadurch einfach mich immer wieder so ein bisschen runterbringen konnte. Und Motivation und Vorfreude. Ich habe bei dem Dreh gelernt, dass es sich lohnt, zu kämpfen und auf sich stolz zu sein und das Ganze zu präsentieren. Eines meiner größten Erfolge war ein Poetry Slam. Der Auftritt, wo ich meinen Text Too Big vorgetragen habe, war besonders aufregend, weil es sehr, sehr persönlich ist. Vorher ist man dann schon nervös, hält seinen Zettel in der Hand und die Hand zittert. Ich werde dann ganz hibbelig, ich fühle mein Herz klopfen und mir wird auch super heiß. Ich habe immer super weiche Beine, wenn ich nervös bin. Was ich dagegen mache, ist einfach einmal tief durchzuatmen und das Ganze ein bisschen in Perspektive zu setzen. Ansonsten versuche ich, mich daran zu erinnern, dass ich das für mich mache. So ein bisschen Nervosität gibt einem auch einen guten Antrieb. Ja, und dann geht man zum Mikro und atmet kurz tief durch und dann heißt es perform. Whenever there is a person telling you that your body is not ideal. Ich hatte Angst davor, was Leute denken können, wenn ich meine Emotionen preisgebe. Aber ich finde, solange man konstruktive Kritik erhält, sollte man die gern entgegennehmen und die für sich nutzen. Aber ich habe auch schon mal Kommentare abbekommen, die einen auch mal niederschmettern können. Man muss üben, an sich selbst zu glauben und sich selbst wertzuschätzen und zu sagen, hey, I'm better than that. Für mehr Tipps und Tricks abonniert den Kanal. ein gelungener Auftritt bzw. gelungener Pitch ist für mich ein Mix aus Professionalität, aber dennoch Lockerheit. Das heißt, ich möchte den Kunden natürlich von etwas überzeugen, möchte mich aber selber nicht darin verlieren. Eine Präsentation ist für mich dann gelungen, wenn man fertig ist und in das Auditorium guckt und einen nicht lauter Fragezeichen anschauen. Meine Vorträge muss ich vorher üben, denn es gibt strenge Zeitvorgaben in Bezug auf mein Medizinstudium und das ist wirklich wichtig, dass man sich dran hält. Inhaltlich ist für mich wichtig, dass man einfach mit Struktur durch diesen Vortrag geht. Ich persönlich nutze am liebsten PowerPoint. Wichtig ist, dass man die Folien nicht zu sehr voll klatscht. Es ist einfach viel leichter, dem Vortrag zu folgen, wenn da kurze, prägnante Sätze draufstehen. No-Gos bei einer Präsentation sind beispielsweise dauerhaft auf seine Notizen zu gucken oder schlechte Körperhaltung. Dass man nicht authentisch ist und versucht, sich so sehr an die äußeren Gegebenheiten anzupassen, dass man gar nicht mehr man selbst ist. Wenn ich mich verhaspel oder kurz den Faden verliere, dann ist es einfach nur menschlich. Was da manchmal ganz gut hilft, ist, dass man es noch hinkriegt, irgendwie das Publikum mit einzubeziehen, weil dann haben die Möglichkeit zu reden und währenddessen kannst du dich sammeln. Ein Last-Minute-Tipp für Nervosität wäre, vorm Vortrag nicht mehr in die Karten zu gehen, lieber einmal nochmal durchatmen und starten. Augen zu und durch. Meine Firma baut auf das Thema Vielfalt auf. Bedeutet, das Thema Diversity Management und Inclusion voranzubringen, zu fordern und aber auch zu fördern. Grund, warum ich das so ausgeprägt habe, ist, weil ich mich selber als schwarze Frau, als Vorreiterin sehe, dieses Thema einzufordern und am Ende des Tages Vorbild für viele da draußen zu sein. Bei jedem Pitch nehme ich mir so 5 bis 10 Minuten Zeit und konzentriere mich darauf, intensiv in den Bauch hineinzuatmen und wieder auszuatmen. Ich nehme meinen Körper ganz stark wahr, ich nehme mein Bewusstsein wahr und versuche anhand dessen mich wirklich zu erden und dann letzten Endes mit, ich sag mal, gerader Brust sozusagen in die Meeting reinzugehen und dann aber auch wirklich da zu sein.
Sei von dir selber überzeugt, wenn du in einen Pitch gehst. Du bist gut in dem, was du machst. So, du hast es verdient, diesen Pitch zu gewinnen. Und das sollte man sich, glaube ich, immer wieder sagen. Wenn du deinen Vortrag fesselnder gestalten möchtest, dann ist es einfach wichtig, dass du dein Ding draus machst. Sei kreativ, erzähl Witze, zeig lustige Bilder. Lernen tut man über Verknüpfung mit Emotionen und so bleibt es im Kopf. Ich glaube, die Kleidung ist super wichtig. Gar nicht, weil es darum geht, wie man aussieht, sondern wie man sich fühlt. Wie ihr wisst, Kleider machen Leute und gerade in meiner Branche ist das wirklich wichtig. Ich finde, du solltest tragen, was du möchtest, worin du dich wohlfühlst und dich nicht von anderen verunsichern lassen. In der Regel bin ich recht konservativ gekleidet, also wirklich eine Kragenregel bedeutet Hemd bzw. Bluse und Blazer. Und vor allem darauf achten, dass man vielleicht nicht zu hohe Schuhe anhat, sondern wirklich eine perfekte Höhe, die zum einen bequem sind, aber dennoch elegant sind. Schuhe, in denen ich einfach sicher stehe und die nicht machen, dass ich über meine eigenen Füße stolper. Ich sollte mich gut bewegen können und sie sollten zum Outfit passen, klar. Hey, wir Frauen sind hübsch genug. Wir müssen uns nicht 10 Kilo Schminke ins Gesicht schmieren oder die Haare komplett stylen. Ich bin der Meinung, Natürlichkeit ist am besten. Ich spreche mir selbst Mut zu, indem ich mir bewusst werde, dass ich das kann und dass ich Bock auf etwas habe. Und was ist denn dein Tipp für positive Gedanken? Schreib's gerne in die Kommentare. Einen aufregenden Termin gemeistert zu haben und dann auch zufrieden mit sich danach zu sein, ist, glaube ich, eins der befreiendsten Gefühle, die man so haben kann. Eine Mischung aus Erleichterung und Stolz. Einfach weil man wieder an sich gewachsen ist. Mir ist es wichtig, Rituale zu entwickeln. Das heißt, kleine wie größere Erfolge zu feiern und einfach stolz auf sich zu sein. Du rockst das Ding so oder so.